Ja, ich komme gleich. Affen. Ja, und ganz im Ernst, wir reden heute über den Film, der heißt Das tödliche Duell der Shaolin. Auch bekannt übrigens unter dem Titel Das tödliche Duell der Shaolin, weil diejenigen, die für die Titel des Films verantwortlich waren, offensichtlich nicht imstande waren zu zählen, um wie viele Shaolin es hier tatsächlich geht. Was ich aber in diesem Ausnahmefall niemanden tatsächlich auch nur ansatzweise übel nehmen würde, denn der Film, das tödliche, Duell der Shaolin hat mit dem Thema Shaolin eigentlich grundsätzlich genauso viel zu tun wie mit dem Thema tödliche Duelle. Stattdessen Affen. Und damit meine ich tatsächlich zwei Leute, die in einem 1,50 € Gorilla-Kostüm von Primark herumhüpfen und Kung-Fu-Kämpfe abliefern. What the fucking fuck! Das ist einfach nur absolut großartig anzusehen, vor allem, wenn dann in derselben Szene als quasi Chefs dieser Gorilla-Figuren noch einige Zauberer dastehen, die eine 2 Meter lange Zunge aus dem Mund hängen lassen, wo sogar der Brainiac aus unserem gestrigen Review von Neidrot anlaufen würde. What the hell? Und ganz ehrlich, das tödliche Duell der Shaolin ist definitiv nicht der beste Eastern, die ich jemals gesehen habe. Da gibt's definitiv welche mit besseren Kämpfen, weniger Längen, aber es ist definitiv einer der abgedrehtesten und abgefahrensten, weil alleine für diese Paar-Szenen mit kämpfenden Gorillas und langen Zungen zahlt es sich definitiv aus, sich diesen Film zu holen. Und das merkt man, dass einige Leute Interesse an dem Film haben. So erscheint dieser von Mr. Banker Films im Jahr 2020, nämlich nicht einmal das erste Mal im deutschsprachigen Raum auf DVD. Nein, bereits im November 2010 hat Voulez-Vous den Film im Rahmen der Reihe Vergessene Eastern als Nummer 3 veröffentlicht. Damals mit sowohl der originaldeutschen Kinofassung als auch einer restaurierten Langfassung ist diese DVD aber offensichtlich so gut angekommen, dass sie mittlerweile zum Beispiel im Amazon Marketplace um knapp 40 € angeboten wird. Zeit also für eine Neuauflage. Und die bringt Mr. Banker Films mit leicht veränderten Cover eben im Jahr 2020, wobei das Cover in diesem Fall das einzige ist, das sich geändert hat. Bei der DVD an sich handelt es sich um ein 1:1 Repack, das so sehr 1:1 Repack ist, dass beim Einlegen der DVD tatsächlich noch der Voulez-Vous Labelvorstand kommt. Aufgrund irgendwelcher technischen Unterschiede oder veränderten Material auf der Disc braucht also hier niemand zur Neuauflage greifen. Da geht's definitiv nur um die Leute, die diese DVD noch gar nicht in der Sammlung haben. Und ich persönlich kann mich sogar noch daran erinnern, dass ich den Film damals, als er vor 10 Jahren das erste Mal veröffentlicht wurde, in der DVD von Voulez-Vous vorliegen habe und sogar noch für dvdforum.at ein umfangreiches DVD-Review geschrieben habe. Aber jetzt gibt's das Ganze dann in Videoform, wie glücklich ihr euch jetzt an dieser Stelle fühlen müsst, wenn wir einen weiteren Blick nach etlichen Jahren auf den Film Das tödliche Duell der Shaolin werfen, und ich freue mich ganz recht herzlich, das im Rahmen der heutigen Ausgabe meines DVD-Checks tun zu dürfen. Die alte deutsche DVD aus der Reihe Vergessene Eastern befindet sich zwar immer noch in meiner Sammlung, trotzdem habe ich momentan aber aufgrund des Umzugs keinen Zugang dazu. Deswegen arbeite ich einfach mit dem in der OFDB hinterlegten Coverscan und ihr könnt euch den nebenbei zum Vergleich auch anschauen. Grundsätzlich bieten beide DVDs nämlich dasselbe Cover-Artwork. Das ist die Vorlage des alten deutschen Kinoplakats, wo der Film von Stern bzw. Arco gelaufen ist. Wir sehen hier einen Typen, der offensichtlich sich an einer Runde Quop versucht, ich weiß es nicht, und im Hintergrund sind einige Leute bzw. Häuser in einer wirklich wunderschön gezeichneten Art und Weise zu sehen. Bei der alten DVD von Vergessene Eastern kann man aber jetzt einmal grob geschätzt 20% des kompletten Covermotivs für den Vergessene Eastern Banner hernehmen, der leider nicht nur auf dem beflatschten Frontcover, sondern eben auch auf dem unbeflatschten Wendecover zu sehen ist. Außerdem war da noch ein fetter Digital Remastered Sticker drauf und der Titelschriftzug war in weiß gehalten. Das, was wir jetzt hier auf der Neuauflage von Mr. Banker Films sehen, ist zwar grundsätzlich dasselbe Motiv,
aber komplett anders aufbereitet und dabei mehr oder weniger 1:1 so aufbereitet, wie es das beim alten deutschen Kinoplakat war. Ein paar Unterschiede gibt's aber trotzdem. Schauen wir mal durch. Wir sehen hier oben die Tagline: ein Trommelfeuer für stahlharte Fäuste. An der Stelle stelle ich mir übrigens relativ cool vor, wie so ein paar stahlharte Fäuste im Kino sitzen und sich diesen Film anschauen. Ist übrigens interessanterweise eine ähnliche Tagline, als sie damals beim deutschen Kinoplakatmotiv war. Da stand nämlich ein Trommelfeuer der stahlharten Fäuste, was meiner Meinung nach deutlich mehr Sinn macht. Außerdem hat man beim Abtippen des Texts fürs alte deutsche Kinoplakat nicht vergessen, den Caps Lock abzudrehen. Was ebenfalls neu ist auf dem DVD-Cover, ist der Hinweis auf den Regisseur des Films, beziehungsweise die Art, wie hier dieser Titelschriftzug präsentiert wird. Da hat allerdings die DVD wirklich mit großem Abstand die Nase vorn. So wie hier der Titel steht, macht das optisch deutlich mehr her. Beim alten Kinoplakat stand nämlich, dass das noch links von dem Fuß, dass der ganz rechts auf dem Plakat, dann stand tödliche Duell in der Mitte und dann drunter nur mehr SHAOLIN. Das heißt, man musste quasi von links oben nach unten in die Zeile, dann wieder nach rechts oben und dann in die dritte Zeile lesen. That's fucking Bullshit. Hier steht der Titel zwar ein bisschen in einer anderen Schriftart, aber durchaus ähnlich in einer tatsächlich lesbaren und präsentablen Version. Außerdem finde ich eben sehr cool, dass diese roten Striche, die beim alten DVD-Cover aus der vergessene Eastern-DVD nicht zu sehen waren, jetzt eben wieder drauf sind, weil die einfach zu dem Cover dazugehören. Außerdem habe ich das Gefühl, dass dieses Cover-Artwork jetzt deutlich heller ist und man eben diese einzelnen wundervollen, ich nenne sie jetzt einmal Bleistiftstriche, hier auf dem Neuauflagen-Cover deutlich besser erkennen kann und sie deutlich besser zur Geltung kommen, insbesondere beim Gesicht. Und bei den Haaren fällt mir das auf, wo eben zumindest auf dem OFDB-Scan kaum mehr eine Durchzeichnung ist, auch der Hintergrund ist quasi schwarze Masse. Da ist das Ganze hier deutlich heller und schöner anzusehen. Aber wie gesagt, nachdem mir die alte DVD gerade nicht vorliegt und ich mit einem Scan arbeite, bitte diese Aussagen mit Vorsicht genießen. Schauen wir jetzt einmal über den Spine, wo wir natürlich ebenfalls wieder das Cover-Artwork und den Filmtitel finden, auf das Backcover. Da wartet eben Mr. Zunge auf uns. Ihr habt's mir wirklich nicht geglaubt, oder? So wie die Inhaltsangabe zum Film. Einige weitere Bilder aus dem Film, wo wir auch eben Mr. Großauge bzw. die beiden Gorillas sehen können. Ja, ich hab das ernst gemeint. Genauso wie die ganzen technischen Details rund um diese DVD. Und nachdem wir am Anfang gesagt haben, dass es sich um einen 1:1 Repack der alten DVD von Voulez-Vous handelt, bekommen wir natürlich auch die identische Ausstattung, dieselbe Bildergalerie, dieselbe Trailershow, aber eben auch dieselben beiden Fassungen des Films. Zu denen sage ich dann am Ende von dem Video noch einmal ein bisschen was. Wir wechseln dann hier ins Innere von der DVD. Da bekommen wir einerseits dasselbe Cover-Artwork noch einmal auf der Disc selber zu sehen, beziehungsweise dann darunter natürlich das Wendecover mit dem großen FSK 18 Logo auf dem Frontcover. Interessanterweise übrigens bekommen wir hier auf der Neuauflage das alte, nicht freigegeben unter 18 Jahren Logo zu sehen, während auf der DVD aus der Reihe Vergessene Eastern das neue FSK ab 18 / keine Jugendfreigabe Logo zu sehen war. Limitierungsnummer oder ähnliche Kennzeichnungen gibt es bei dieser DVD nicht, aber meiner Meinung nach ist dieses Cover-Artwork auf dieser DVD eigentlich relativ schick platziert und präsentiert. Und nachdem mich euer vielfacher Wunsch erreicht hat, auch bei Repack-Reviews einen Blick auf die Bildqualität des Mediums zu werfen, machen wir das natürlich. Obwohl die Bildqualität 1:1 identisch ist mit der alten deutschen DVD von Voulez-Vous, möchte ich jetzt im nächsten Segment von Playzockers DVD-Check einen Blick unter die Haube der Neuauflage von Mr. Banker Films werfen und euch einige Screenshots vom deutschen DVD-Transfer direkt zeigen. Ich weise allerdings wie immer darauf hin, dass ich diese Bilder zwar alle selber gemacht und nicht irgendwie bearbeitet oder verfremdet habe, da sich aber natürlich abspeichern, ins Video einfügen, dieses dann rendern und auf YouTube hochladen muss, weswegen die Bildqualität der Screenshots in der jetzt folgenden Slideshow nicht mehr 1:1 mit der tatsächlichen DVD-Bildqualität übereinstimmen kann.
Und jetzt nebenbei auch gleich ein paar Worte zu den verschiedenen Fassungen des Films. Grundsätzlich ist die Langfassung des Titels circa 3 Minuten länger als die alte deutsche Kinofassung, wobei an dieser Stelle alleine mal 2 Minuten auf einen alternativen und einfach längeren Titelvorspann gehen. Der Großteil der anderen Änderungen einfach erweiterte Szenenübergänge sind, weil bei der Kinofassung wirklich sehr, sehr schlampig gearbeitet wurde bei den Rollenwechseln. Lediglich eine circa 30-sekündige Kampfszene ist in der Langfassung exklusiv zu sehen, dort dann allerdings auch nicht sonderlich brutal, sodass man keinen wirklichen Zensurhintergrund vermuten kann. Aber wir bekommen eben grundsätzlich für diesen Release eine Abtastung einer alten deutschen Kinorolle zu sehen. Das war ja das, was man damals für die Reihe Vergessene Eastern auch wirklich neu gemacht hat. Teilweise übrigens bei den Szenenübergängen sogar mit Piepsen, wenn der Rollenwechsel kommt. Aber wir bekommen meiner Meinung nach eine grundsätzlich sehr zufriedenstellende Bildqualität. Man merkt zwar, dass es sich hier um eine Abtastung handelt, die nicht mit allzu gigantischem Budget realisiert wurde, dass es nämlich eben auch keine Spompanadeln wie allzu auffällige Restauration gibt. So bekommt man eben teilweise trotzdem einige Verschmutzungen oder Defekte zu sehen. Einzelne kurze Momente wirken von den Farben auch irgendwie fast radioaktiv verstrahlt. Da war es für mich ehrlich gesagt nicht wirklich deutlich ersichtlich, ob das ein bewusst für den Film eingesetztes farbliches Stilmittel ist. Ausschauen tut es eigentlich eher so, als wäre das Filmmaterial an dieser Stelle ein bisschen gegangen. Wir bekommen aber trotzdem einen meiner Meinung nach recht ansprechenden Transfer, mit Ausnahme eben von den Szenen, die in der alten deutschen Kinofassung gefehlt haben, wo man sich einer anderen, wahrscheinlich VHS, basierten Quelle bedienen musste. Da bekommen wir dann nämlich eine deutlich schlechtere Bildqualität, wo nämlich vor allem auch das Bild an allen 4 Seiten herangezoomt ist und etwas Bildmaterial verloren geht. Trotzdem, nachdem eben durch diese stampigen Rollenwechsel der Film an einigen Stellen mitten im Satz abbricht, ist es trotzdem die bessere Alternative, hier an der Stelle die Langfassung zu schauen, auch wenn jetzt nicht wirklich etwas Substanzielles dazukommt. Der grundsätzliche Transfer des Films ist absolut identisch, die Qualität weicht eben nur an circa 6-7 Stellen ab, um eben das neue Material einzubauen. Da hat man dann eben, wenn nur Teile einer Einstellung gefehlt haben, die komplette Einstellung aus dem anderen Master genommen, damit man eben nicht während der Einstellung irgendwelche Qualitätswechsel hat. Da hat man im Gegensatz zur Abtastung und zum Rollenwechsel wirklich sauber gearbeitet und hat meiner Meinung nach einen recht guten Transfer für diese DVD erstellt. Das tödliche Duell der Shaolin ist definitiv einer der Eastern, die in meinem Kuriositätenkabinett stehen werden. What the hell was this? Ganz ehrlich, die kämpfenden Gorillas, das hängende Triefauge, die lange Zunge. Was? Und das übrigens, obwohl der deutsche Verleih in diesem Fall wahrscheinlich sich sehr bemühen musste und sich sehr anstrengen musste, bei der deutschen Synchro ernst zu bleiben. Das tödliche Duell der Shaolin bietet nämlich keine blödelnde Blabber-Synchro, sondern tatsächlich eine ernste deutsche Synchronfassung, wo man natürlich dazu sagen muss, dass dadurch der Trash-Faktor der ganzen Geschichte noch deutlicher zur Geltung kommt. Vielleicht hätte man damit aber den Unterhaltungswert noch auf eine andere Art und Weise lenken können, denn zwischendurch darf man auch nicht unerwähnt lassen, hat der Film meiner Meinung nach schon einige Längen und vor allem auch nicht ganz so viele Kampfszenen und vor allem nicht ganz so beeindruckend choreografierte Kampfszenen wie einige andere Eastern, die ich bis jetzt gesehen habe. Dafür sind aber die absurden Einfälle, die sich dieser Film leistet, definitiv alleine schon es wert, diesen Film gesehen zu haben. Für alle Eastern-Fans, die alte Vergessene Eastern DVD damals verpasst haben, ist das jetzt eine gute und vor allem preisgünstige Möglichkeit, den Film noch einmal in seiner ungeschnittenen Version bekommen zu können. Alle, die die alte DVD aber bereits im Regal haben, die könnten lediglich aufgrund des mehr an das deutsche Kinoplakat angelehnten Covers in Versuchung kommen, können sich aber grundsätzlich eigentlich bereits mit der alten DVD glücklich genug schätzen.